Herzlich willkommen zum heutigen Video über das neue CanCheck Datendisplay. Das ist jetzt mittlerweile die Generation 2. Die Generation 1 kennen ja viele von euch. Wir wollen euch heute mal die neueste Generation vorstellen und euch ein bisschen erklären, was sich geändert hat, was dazugekommen ist an Funktionen. Beginnen wir einmal mit einem klassischen Unboxing-Video. Also das Display kommt hier in einen hochwertigen Karton. Hier direkt ein Hinweis, wenn Hilfe benötigt wird, einmal auf die Internetseite gehen bei CanCheck. Das sind so die gängigen Fragen einmal aufgelistet. Dann hier eine Bedienungsanleitung in Englisch und auch in Deutsch. So, und hier unter dem Schaumstoff, gut verpackt, verbirgt sich das neue Datendisplay. Wie gewohnt, einmal in die Lüftungsdüse wieder integriert, also integriert sich zu 100% in den Fahrzeuginnenraum. Ist relativ einfach vom Einbau her. Man hat hier hinten klassisch zwei Stecker. Einmal ein Stecker für zusätzliche Sensoren wie Ladedruck, Abgastemperatur und so weiter. Und natürlich einmal den, ich will es mal sagen, Hauptstecker für die Spannungsversorgung und für den CAN-Bus. Eingebaut wird das Ganze relativ simpel. Man nimmt die originale Lüftungsdüse, zerlegt die und dann kann man das Display 1:1 anstelle von der originalen Lüftungsdüse in das Fahrzeug einbringen und dann entsprechend nur CAN-Bus dran machen. CAN Low, CAN High oder, was auch noch dabei ist im Lieferumfang, ist ein Kabel, was direkt an die OBD2-Schnittstelle geht. Das heißt also, ihr müsst so gut wie gar nichts verpinnen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur das Kabel in die OBD2-Schnittstelle reinmachen. Darüber bekommt das Display Spannung und das CAN-Bus-Signal und dann einfach nur das Display in den Lüftungsschacht einklipsen. Das werden wir jetzt mal machen und dann werden wir euch das Display im Auto noch einmal genauer darstellen. Wir haben jetzt hier die originale Lüftungsdüse einmal zerlegt. Die bekommt man relativ unbeschädigt aus den originalen Lüftungsschacht raus. Das heißt also, man kann auch jederzeit im Falle eines Fahrzeugverkaufs das Ganze wieder spurlos zurückrüsten. So, hier ist dieser besagte OBD-Stecker. Ja, da ist normalerweise hier ein Kabel dran. Wir haben jetzt die Variante genommen, weil wir auch oft an dem Fahrzeug entwickeln und flashen, dass wir uns über andere Quellen dieses CAN-Bus-Signal geholt haben, also über eine andere Stelle im Kabelbaum. Die Variante, die wahrscheinlich für viele am einfachsten ist einfach die OBD-Stecker reinmachen. Da ist dann ja auch hier das Gegenstück dran, was sich dann in das Display reinsetzt und das Display mit Spannung und auch dem CAN-Bus-Signal versorgt. Und dann hat man im Prinzip das Ganze in, ich will mal sagen, 5 Minuten verkabelt. So. Jetzt haben wir hier noch zusätzlich ein USB-Kabel, das ist auch im Lieferumfang mit dabei. Da kann man das Display noch umprogrammieren. Das haben wir uns jetzt einmal hier unten in den Fußraum mitgelegt, wo wir dann einfach jederzeit Zugriff auf das Display haben. Und hier ist noch im Prinzip noch der Stecker für das CAN-Bus-Signal. So, jetzt werden wir das Ganze einmal hier einbauen und dann geht es weiter. So, wir haben das Display jetzt einmal eingebaut. Wie gesagt, das klippt sich hier in den originalen Lüftungskanal rein. Ist relativ simpel, geht alles ohne Gewalt. Machen wir einmal die Zündung an. Das Display fährt hoch mit animiertem Stadtlogo. Und wir kommen direkt auf die erste Seite. Das sind jetzt die Seiten, die so vom Werk aus von CanCheck kommen. Das heißt, es sind die vorkonfigurierten Seiten, die hier aber, wie ich finde, schon relativ gut konfiguriert sind und auch relativ übersichtlich. So, auf der ersten Seite haben wir jetzt ein paar allgemeine Werte. Das ist natürlich einmal unser Ladedruck, Wassertemperatur, die Anzugluft-Temperatur und die Öltemperatur. Was ich auf jeden Fall auch noch sehr, sehr cool finde, der Ladedruck ist der wirkliche Ladedruck. Das heißt also, der Ladedruck, den der Motor auch macht, nicht der plus Atmosphäre. Das heißt, ihr bekommt auch wirklich den reellen Ladedruck angezeigt. So, diese Seiten kann man natürlich frei konfigurieren, wie ihr das möchtet. Auch die Darstellung an sich, die visuelle Darstellung von den Werten. Ihr seht, der Ladedruck wird in einer relativ großen Anzeige dargestellt und die anderen Temperaturwerte in kleineren Anzeigen. Das kann man natürlich auch switchen, wie man möchte, auch mit einer Balkendarstellung und so weiter. Das seht ihr auch gleich auf den nächsten Seiten. Das ist also hier Seite 2 jetzt zum Beispiel, haben wir hier groß unsere Motordrehzahl, wo ihr natürlich auch hier euren Schaltblitz festlegen könnt, also sprich, wann ihr im Prinzip schalten müsst. Das könnt ihr frei konfigurieren oder schalten wollt vielmehr. Hier noch in der Mitte eine Ganganzeige und ein paar Werte natürlich noch, wie Ladedruck, Anzugluft-Temperatur, den Lambda-Wert, Wassertemperatur und die Öltemperatur. So, dann haben wir hier auch eine sehr, sehr cooles Gadget, wie ich finde, und zwar haben wir hier eine Zeitenmessbox integriert. Das heißt also, ihr könnt mit dem Display auch die Zeit 0-100, 0-200, 100-200 messen und natürlich auch jeweils mit einer Bestwertabspeicherung. So, die Seite ist für uns Tuner zum Beispiel sehr, sehr interessant. Das ist jetzt die Seite Basics, nennt sie CanCheck. Hier sieht man jeden einzelnen Zylinder. Klar, wir haben jetzt hier einen Vierzylinder, Golf 7R.
und jeweils die Zylinder, die Zündwinkelrücknahmen. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel mal schlechteren Kraftstoff getankt habt oder ihr habt den Motor sehr warm gefahren, zieht der Motor natürlich Zündung oder Zündwinkel, um ihn einfach zu schützen. So. Und dann seht ihr hier genau, okay, Zylinder 1, 2, 3, 4 zieht jeweils so und so viel Grad Zündung. Hier unten natürlich auch nochmal der Gesamtzündwinkel, der Ladedruck Soll- und Ist-Wert. Also dann gehen wir auf die nächste Seite. Das ist die Seite Air, also sprich, da dreht sich alles um Ansaugluft, Ladedruck, Wastegate Duty Cycle, also eure Ladedruckstelleansteuerung. Ja, und natürlich die Motordrehzahl. So, die Seite hier, das ist die sogenannte Fuel-Seite, also Kraftstoff. Da habt ihr jetzt zum Beispiel hier euren Lambda-Wert, Soll ist, ihr habt euren Hochdruck Soll und ist, ihr habt euren Niederdruck Soll und ist und auch eure Einspritzzeit. Und so seht ihr genau, okay, wenn jetzt zum Beispiel das Fahrzeug, auch gerade beim Abstimmen ist es auch sehr interessant, wie ich finde, weil ihr hier auch relativ einfach euch die Werte halt einfach ansehen könnt und dann genau seht, okay, mein Kraftstoffdruck bricht zusammen oder mein Lambda-Wert ist noch zu mager oder zu fett oder wie auch immer. Ja. So, und hier haben wir jetzt eine leere Seite, die ihr euch natürlich auch noch belegen könnt und konfigurieren könnt. Was vielleicht noch wichtig ist, da vielleicht der ein oder andere von euch das Ganze auch so anschließen möchte wie wir jetzt. Das heißt also, wenn ihr den CAN-Bus woanders abgezwackt habt, sage ich mal, oder abgezweigt habt für das Display, ist dieser CAN-Bus jetzt natürlich belegt. Also das heißt also, ihr könnt nicht über die OBD2-Schnittstelle im Fahrzeug mit dem Fahrzeug kommunizieren, zum Beispiel zum TÜV fahrt oder ihr wollt das Fahrzeug mal mit einem anderen Diagnosetool diagnostizieren, müsst ihr immer auf eine leere Seite gehen, dann wird der CAN-Bus sozusagen wieder frei, er ist nicht mehr belegt und ihr könnt das Fahrzeug ganz normal über die OBD2-Schnittstelle diagnostizieren. Vielleicht noch ganz interessant, wenn ihr das Ganze mit dem mitgelieferten Kabel gelöst habt, mit dem OBD2-Stecker, ist das kein Problem, einfach den OBD2-Stecker raus und OBD ist natürlich, und der CAN-Bus ist natürlich frei. So, jetzt zu einer der wichtigsten Sachen, wie ich finde, bei dem Display und einer der größten Errungenschaften. Und zwar könnt ihr mit dem Display den Fehlerspeicher auslesen und den Fehlerspeicher sogar löschen. Das finde ich ist ein riesen Vorteil, gerade dann, wenn ihr unterwegs seid, die Motorkontrolllampe geht an. Ihr habt natürlich dann gleich ein ungutes Gefühl, ihr wollt wissen, was los ist. Dann könnt ihr einmal mit dem Display Fehler auslesen. Wir machen jetzt Folgendes. Ich zeige euch das jetzt einmal und zwar geht ihr hier auf DTC. Ja, jetzt habt ihr hier die ganzen Steuergeräte. Ihr könnt einmal von dem ECU, von dem Motorsteuergerät den Fehlerspeicher auslesen, von Gearbox, also Getriebe, von Brake, das ist das ABS-Steuergerät und 4Wheel ist Haldex. Jetzt machen wir einmal Scan. Jetzt scannt er alle Steuergeräte durch. So, jetzt seht ihr schon hier, alles klar, alles in grün. Das heißt also, kein Fehler ist in eins von diesen 4 Steuergeräten hinterlegt. Um das Ganze jetzt mal ein bisschen zu simulieren, werde ich jetzt mal die Nachcut-Sonde abziehen von dem Fahrzeug und werde das Ganze dann nochmal auslesen. So, die Nachcut-Sonde habe ich jetzt einmal elektronisch getrennt. Jetzt lesen wir unseren Speicher nochmal aus. Scan. Aha, jetzt sehen wir schon, okay, unser ECU-Button ist rot. Das heißt also, es ist ein Fehler hinterlegt. Und jetzt seht ihr hier unten, bisschen kleiner, den Fehlercode, also P0036 und da sieht man schon Bank 1, Sensor 2. So, ihr wisst also, okay, in dem Fall jetzt, meine Lambda-Sonde ist kaputt oder ich habe irgendein Problem mit der Verkabelung oder sonst was. So, das Ganze kann man jetzt natürlich auch löschen. Ja, da müsst ihr jetzt natürlich die Lambda-Sonde wieder dran machen. Es geht aber hier oben mit diesem Button Clear Codes und dann ist der Fehler auch gelöscht und die Motorkontrolllampe erlischt. So, zusätzlich natürlich zu diesem Fehlerspeicher diagnostizieren und auch Fehlercodes löschen, kann das Display auch loggen. Das heißt also, ihr könnt alle Daten, die ihr hier auf dem Display jetzt seht, also immer diese Daten auf der jeweiligen Seite, die aufgerufen ist, loggen. Das heißt, ihr könnt dann hier einmal über den Log-Button alle Daten aufzeichnen lassen in dem klassischen CSV-Format auf die Speicherkarte von dem Display. Das heißt also, wenn ihr jetzt zum Beispiel euer Fahrzeug habt tunen lassen, bei einem Tuner und ihr stellt irgendein Problem fest, das Fahrzeug ruckelt oder das Fahrzeug beschleunigt nicht gleichmäßig, kann euch der Tuner einfach sagen, hör zu, log zum Beispiel einmal die Ladedruckanzeige von deinem CAN-Check-Display. Ihr könnt das einmal loggen, speichert auf die Speicherkarte ab und könnt dem Tuner den Log schicken. Und dann sieht der Tuner schon mal, okay, daran liegt es. Das ist für uns dann ein Riesenvorteil. Dann können wir schon sagen, okay, das Fahrzeug hat folgendes Problem, es ist irgendwas undicht, er erreicht seinen Sollladedruck nicht oder der Ladedruck bricht oben ein, weil das Wastegate hängt oder. Und so kann man schon mal
entsprechend vorarbeiten als Tuner, um dann euch auch den bestmöglichsten Service zu bieten und auch den schnellstmöglichsten Service. Wenn er dann einen Termin macht, weiß man schon genau, okay, da und da hat das Auto ein Problem. Man kann die Fehlersuche eingrenzen und man kann dann dementsprechend schnell Abhilfe schaffen. Das finde ich auch, ist ein Riesenvorteil. Was auch noch ein Riesenvorteil ist, gerade für den ambitioniert sportlichen Fahrer oder auch den Rundstreckenfahrer, Rennstreckenfahrer, ihr könnt euch die Werte natürlich nicht nur frei konfigurieren, also was alles dargestellt werden soll auf eurer Seite, sondern ihr könnt euch auch Maximalwerte einspeichern, einprogrammieren. Zum Beispiel ist das gerade im Hinblick auf die Temperaturen vom Vorteil, gerade Öltemperatur, Ansauglufttemperatur oder auch Wassertemperatur. Wenn der Maximalwert erreicht wird oder der Maximalwert wird überschritten, leuchtet dieser Wert dann rot. Das sieht man natürlich als Fahrer bekommt man natürlich relativ schnell mit, weil ihr wisst ja, wie das ist. Man muss sich natürlich als Fahrer voll und ganz auf die Straße konzentrieren und man hat natürlich nicht immer alle Werte im Blick. So, wenn jetzt aber natürlich ein Wert auf einmal rot aufleuchtet, so, dann bekommt man das gleich mit und weiß, okay, alles klar, hier habe ich meinen Maximalwert erreicht, die Grenze erreicht, jetzt muss ich ein bisschen langsamer fahren. Oder aber natürlich auch umgekehrt, wenn natürlich nichts rot leuchtet, kann man natürlich auch das Gas noch länger stehen lassen. So. Gut, dann wären wir jetzt erstmal mit der Funktion und der Darstellung von dem Display soweit durch. Ich hoffe, wir konnten euch das ein bisschen erklären. Wir werden jetzt nochmal mit dem Fahrzeug fahren und werden euch während der Fahrt nochmal zeigen, wie sich die Werte im Display verändern und natürlich auch nochmal diese Maximalwertfunktion ein bisschen versuchen zu zeigen. Und ihr werdet auf jeden Fall feststellen, was sich auch noch sehr geändert hat zur Generation 1, die Displays sind extrem schnell. Also sprich, die Werte ändern sich wirklich in Echtzeit und sehr, sehr schnell. Gut, dann sehen wir uns gleich nochmal während der Fahrt. Ich hoffe, wir konnten euch das Display während der Fahrt ein bisschen visuell darstellen. Ihr habt ja gesehen, wie sich die Werte verändert haben. Wir haben auch versucht, diese Maximalwertfunktion euch einmal darzustellen anhand des Ladedruckes und natürlich anhand der maximalen Drehzahl. Ja, ansonsten bleibt mir nicht viel übrig. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Es war informativ für euch. Und ja, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Und ja, vielleicht sieht man sich ja. Tschüss.